Die meisten Menschen denken, ich kaufe Gold, dann habe ich auch echtes Gold. Aber die Realität ist oft ganz anders. Manche besitzen nur einen Anspruch auf Gold, andere wiederum haben wirklich physische Barren mit ihrem Namen drauf. In diesem Video zeige ich dir die komplette Skala, von der direktesten Form des Eigentums bis zur indirektesten. Nach diesem Video wirst du genau wissen, wo dein Gold wirklich steht und ob es sicher ist. Zuvor noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn auch du dich mit geeigneten Vermögensschutz- und Vermögenssicherungsstrategien beschäftigst, rund um Gold, Immobilien, Aktien, weltweite Investments und Strukturen, dann findest du hier einen Link in der Videobeschreibung. Ja, gerade in unsicheren Zeiten setzen viele auf Gold als Krisenvorsorge und Inflationsschutz. Aber wenn du nur Papier Gold oder unallokiertes Gold hast, hast du im Worst Case gar nichts in der Hand. Deshalb gehen wir heute die 6 Stufen des Goldeigentums durch, von der direktesten bis zur indirektesten Form. Ich erkläre dir bei jeder Stufe, wie stark dein rechtliches Eigentum wirklich ist, wie hoch das Counterparty-Risiko, das Drittparteienrisiko ist und welche praktischen Vor- und Nachteile es dabei gibt. Hier siehst du einmal die komplette Skala auf einen Blick. Wir starten, wie schon gesagt, bei der direktesten Form und gehen Stufe für Stufe runter bis zur indirektesten. Beginnen wir bei Stufe 1, die direkteste Form physischer Eigenbesitz. Stufe 1 ist der pure Eigenbesitz. Du hast die Goldbarren oder Münzen physisch bei dir zu Hause oder im Tresor vergraben oder in einer kreativen Verwahrform. Du bist dabei der rechtlich alleinige Eigentümer, kein Verwahrer, kein Counterpart-Risiko. Vorteil: Du hast die maximale Kontrolle, sofortigen Zugriff, keine Gebühren, die du an Dritte entrichten musst. Die Nachteile: Du trägst dabei alle Risiken selbst. Diebstahl, Feuer, gegebenenfalls eine umfangreiche Versicherung und bei größeren Mengen kann es schon mal schnell unpraktisch und auch unsicher werden. Kommen wir zu Stufe 2. Sehr direkt. Allokiert mit physischer Auslieferung oder eigenem Zugang. Stufe 2 ist schon professioneller. Dein Gold liegt in einem hochsicheren Tresor, ist dir aber eindeutig zugeordnet. Du hast oft die Möglichkeit, es relativ einfach abzuholen oder hast persönlichen Zugang. Rechtliches Eigentum ist klar bei dir und das Risiko ist dabei sehr gering. Hier sprechen wir von hochwertigen Vaults, großen Safes mit Lieferoptionen, privaten Depots mit persönlichem Zugang. Kommen wir nun zu Stufe 3. Direkt, allokiert und segregiert. Das ist für die meisten langfristigen Investoren der Sweet Spot. Dein Gold ist segregiert gelagert, hat Seriennummern, du bekommst eine Rechnung auf deinen Namen, du bist der echte rechtliche Eigentümer, es gibt Audits, umfangreiche Versicherungen und oft auch verschiedene besondere Offshore-Vorteile je nach Jurisdiktion. Im Vergleich zu Banken oder Papiergold ist es ein riesiger Qualitätssprung, ich würde sagen ein Quantensprung. Kommen wir nun zu Stufe 4, teilweise direkt allokiertes Gold bei Bankendepots. Hier hast du zwar schon spezifische Barren mit Seriennummer, aber alles läuft noch über eine Bank oder klassisches Depot. Das ist besser als unallokiert, aber du hast immer noch Bankrisiken, Zugangsbeschränkungen, mögliche Meldungen und im Extremfall staatliche Zugriffe. Nun zur Stufe 5, indirekt, unallokiertes Gold. Anspruch aus einem Pool. Ab hier wird es kritisch. Bei unallokiertem Gold hast du nur einen vertraglichen Anspruch auf eine bestimmte Menge Gold aus einem großen Pool. Das Gold kann verliehen sein, steht oft auf der Bilanz einer Bank, eines Instituts und im Insolvenzfall bist du nur ein normaler Gläubiger. Viele Bank-Goldkonten und manche Zertifikate fallen hier rein. Kommen wir nur noch zu Stufe 6, sehr indirekt, reine Papier-Finanzansprüche. Die wohl indirekteste Stufe sind Gold-ETFs, Futures, Optionen und ungedeckte Zertifikate. Hier besitzt du gar kein physisches Gold, nur einen finanziellen Anspruch auf die Preisentwicklung. Hast dabei ein hohes Emittentenrisiko, oft wird ein Leverage hinterlegt und im Worst Case kann der Wert auf Null fallen, auch wenn Gold selbst im Preis steigt. Ja, zusammengefasst lässt sich sagen, je höher die Stufe, desto stärker ist dein echtes Eigentum und desto geringer das Risiko. Für die meisten Menschen, die Gold langfristig als Absicherung halten wollen, empfehle ich neben einem Bestand im direkten eigenen Zugriff die Stufe 2 oder 3, also
allokiertes, segregiertes Gold bei einem seriösen, spezialisierten Anbieter mit guten rechtlichen Rahmen. Genau das haben wir uns bei Silver Bullion, unserem Partner in Singapur, angeschaut. Dort bekommst du echtes Eigentum mit professioneller Sicherheit und vielen zusätzlichen Vorteilen. Wenn dich das interessiert und du dir diese Vorteile sichern möchtest, geben wir dir noch einen kleinen weiteren Vorteil mit oben drauf. Denn wenn du bei der Registrierung per Tiefe Ausland angibst, bekommst du günstigere Verwahrkonditionen. Mehr dazu in der Infobox. Ja, wenn dir das Video geholfen hat, gib gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für mehr praktische Videos zu Edelmetallen, Asset Protection und internationalen Investments. Bis zum nächsten Mal, bleib sicher, bleib unabhängig und möglichst ohne Counterpart-Risiken. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.